Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Auch heute möchte ich euch wieder einen Tabak vorstellen, und zwar einen Klassiker, der auf der einen Seite von vielen Pfeifenrauchern geliebt wird, auf der anderen Seite von vielen anderen Pfeifenrauchern gehasst wird. Um welchen Tabak es sich konkret drehen wird, das seht ihr hier. Und hier ist der Bursche nochmal. Es ist aus dem Hause Planta, der Black Vanilla Flake. Ich kann mich erinnern, dass ich diesen Tabak schon einmal vor vielen Jahren geraucht habe. Das ist aber schon wirklich sehr, sehr lange her. Daher konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, wie er mir von der Qualität her zugesagt hat. Planta gehört grundsätzlich zu den Pfeifenmarken, um die ich seit einigen Jahren einen Bogen mache, weil mich deren Tabake bislang überhaupt nicht überzeugen konnten. Umso erstaunter war ich, dass ich mich eben an diesen Tabak her nicht mehr erinnern konnte. Vom Planta rauche ich ab und an ganz gern die Zigarellos, und zwar die Black Vanilla Zigarellos, die ich geschmacklich und qualitativ als gut bis sehr gut empfinde. Und daher hatte ich natürlich gewisse Erwartungsanforderungen, was eben diesen Black Vanilla Flake Tabak angeht. Ob dieser Tabak meinen Wunschvorstellungen gerecht wird, das werdet ihr jetzt gleich im Review erfahren. Doch vorher würde ich sagen, in gewohnter Weise sehen wir uns den Tabak erst ein wenig genauer an und gehen dann entsprechend zu den Details über. Der Tabak kommt in dieser 50 Gramm Dose daher, die mit diesem kleinen Informationsblatt abgedeckt ist. Darunter finden wir eine Art Seidenpapier, zugeklebt mit so einer Art Virginia-Blatt, wie man es eigentlich in allererster Linie von Kohlhaas und Kopp her kennt. Die offizielle Beschreibung besagt ja, dass es sich um einen Black Cavendish handeln soll, der mit Burley veredelt ist. Und wenn wir uns das Tabaksbild so ein bisschen genauer ansehen, dann sehen wir halt schon einen Black Cavendish. Wir sehen auch so ein paar hellere Einschlüsse von den Virginias. Ob jetzt Burley enthalten ist oder nicht, vermag ich jetzt nicht mit Gewissheit zu sagen. Aber vielleicht spiegelt sich ja der Burley letztendlich im Geschmack des Tabaks wider, wenn wir ihn rauchen. Für dieses Review habe ich mich für diese Stanley-Pfeife entschieden, und zwar aus der Reihe der Royal Danish, das Shape Nummer 15, das ja mit zu den beliebtesten Klassikern zählt. Der Tabak, der sich ja nun einmal sehr leicht zerfasern lässt, habe ich einfach in einer Art Knick-Falt-Kugel-Rollmethode zu einer Wurst geformt, in die Pfeife locker eingebracht, nicht allzu fest angedrückt und dabei aber auch geachtet, dass eben zum Kopfrand oben ungefähr noch ein halber Zentimeter Platz ist, damit sich der Tabak entsprechend ausbreiten kann. Nun habt ihr gesehen, wie der Tabak in der Dose daherkommt. Die Flakes sind also wirklich sehr eng und sehr dicht aneinander gepackt und vor allem halt auch sehr locker. Sie lassen sich definitiv nicht ohne weiteres aus der Dose herausnehmen, sondern sie zerfallen schon förmlich, wenn man den Flake nur etwas schief anguckt. Das erleichtert einem natürlich das Stopfen der Pfeife. Hier ist das gute Stück auch nochmal. Und von daher würde ich sagen, reden wir nicht lange drum rum, kommen wir zum Eingemachten, gehen wir über zum eigentlichen Review. Die Konsistenz des Tabaks selbst bezeichne ich als sehr gut. Er ist nicht zu feucht, wie man es von Samuel Gavils kennt, er ist aber auch nicht zu trocken. Er hat sich ein klein wenig aufgebäumt. Die Oberfläche ist jetzt wieder geglättet. Kommen wir zum richtigen Nachfeuern. Hier könnt ihr unweigerlich sehen, die Glut wird sehr gut angenommen. Und ganz wichtig, der Tabak, er bäumt sich sehr, sehr stark auf. Ich habe zum Kopfrand einen guten halben Zentimeter Platz gelassen und der Tabak quillt wirklich bis zum Rand nach oben hin auf. Daher empfehle ich den Tabak eben nicht zu fest in die Pfeife einzubringen und wie gesagt genügend Rand nach oben freizulassen.
Der Tabak quillt definitiv auf, wie bei den meisten Flakes üblich, um sich selbst und halt auch die Aromen besser entfalten zu können. Was einem sofort positiv auffällt, das ist die Raumnote. Der Tabak in der Dose riecht schon sehr angenehm und riecht auch vanillig. Also zweifelsfrei, es ist ein Vanilletabak. Und die Raumnote, die kann man wirklich schon als sehr gut bis betörend bezeichnen. Und in meinen Augen ist eben die Raumnote genau das, was ein Nichtraucher unter einem Pfeifenduft verstehen würde. Kurzum, es ist das, was mich letztendlich vor über 20 Jahren dazu gebracht hat, selbst Pfeife zu rauchen. Rein von der Optik her ist es mir nicht gelungen zu identifizieren, was es für Tabake sind. Ich denke, so vom Tabaksbild her dürfte es sich um jeden Fall um Virginias handeln, vermutlich auch mit ein wenig Burley. Und das Ganze halt fermentiert. Und zwar mindestens doppelt fermentiert. Der Tabak selbst kommt dunkel graubraun daher, fast pechschwarz. Und ich kann mich erinnern oder glaube mich zu erinnern, dass der Tabak früher wirklich richtig schwarz war, also noch deutlich dunkler als heutzutage. Und auch waren die Tabakplatten meines Wissens damals, die Flake-Scheiben, sehr viel dicker von der Konsistenz, auch sehr viel stabiler, während sie heute zerfasern. Ich denke, Planta muss im Laufe der Jahre die Rezeptur auf jeden Fall geändert haben und hat definitiv auch auf Bindemittel verzichtet, da die Tabakscheiben eben nicht richtig per Kleber zusammenhalten, sondern bei der Entnahme regelrecht zerfasern. Geschmacklich ist festzustellen, dass der Tabak eine gewisse Süße hat. Er ist nach meinem Empfinden, der Flake, nicht übertrieben süß. Man hat also keine süße Pampe, die man raucht. Die Aromatisierung ist angenehm, mild, leicht süßlich mit einem Touch Vanille. Ich hätte mir die Vanille vom Aroma her wesentlich kräftiger vorgestellt. Leider muss ich allerdings anmerken, das künstliche Aroma, die Aromatisierung selbst, verflüchtigt sich nach wenigen Minuten. Und was dann übrig bleibt, ist eigentlich nur noch heiße Luft. Der Tabak erklimmt weiter dahin, er raucht schön, er riecht auch angenehm, aber er schmeckt nach nichts. Deswegen, ich kann geschmacklich auch nicht sagen, welche Tabake enthalten sind. Ich habe jetzt weder eine Art von süßen Virginias, noch spüre ich irgendwelche kräftig würzigen Virginias, noch schmecke ich Nussiges oder Schokoladiges vom Burley her. Und auch vom Nikotingehalt her ist der Tabak eben sehr, sehr niedrig, weshalb ich eben noch nicht mal glaube, dass Burley überhaupt benutzt worden ist. Es könnte also wirklich ein reiner Cavendish-basierender Tabak sein, und zwar basierend auf Virginia Cavendish. Und dieses extrem milde ist es eigentlich aus meiner Sicht auch, was den Tabak zumindest für Pfeifenanfänger halt sehr angenehm gestaltet. Es gibt halt eben keinen Zungenbiss, es gibt keine Würze, es gibt überhaupt nichts Kräftiges. Er ist extrem leicht, extrem mild, leicht süßlich und wie gesagt, die Aromatisierung, jetzt nach wenigen Minuten schon ist sie fast gänzlich verflogen, zumindest die geschmackliche. Und auch einmal bewusst rauchend, heiß rauchend. Er beißt nicht, aber es kommt halt auch kein kräftigeres Aroma herüber. Er wird einfach nur noch heiß, der Rauch. Das war's. Aus meiner Sicht ist der Black Vanilla Flake vom Planta ein Tabak, den man durchaus rauchen kann.
Insbesondere aber halt auch dann, wenn man unbedingt rauchen will, aber auf die Umwelt entsprechend Rücksicht nehmen muss. Wenn das soziale Umfeld wirklich auf Tabak steht, die eben typisch nach Pfeife angenehm aromatisch duften und man das Räuchermännchen oder Räucherweibchen sein will, ist der Tabak aus meiner Sicht gesehen ideal. Aber wenn man wirklich einen Tabak mit Genuss rauchen möchte, muss ich definitiv sagen, ist er nicht mein Ding. Ich liebe Aromaten, ich liebe auch Vanillearomaten, wenn sie entsprechend hochqualitativ sind. Der Black Vanilla Flake aus dem Hause Planta ist es leider nicht. Wenn es hier nach dem Schulnotensystem ginge, bekäme der Black Vanilla Flake von mir eine 3 bis 3 minus. Mehr ist er nicht wert. Er ist nicht schlecht, aber er ist halt definitiv auch nicht gut. Er ist ein Mittelding, er ist befriedigend unter gewissen Voraussetzungen, aber ich weiß jetzt halt auch, warum mir dieser Tabak eben nicht weiter in Erinnerung geblieben ist, weder in positiver noch in negativer. Er ist nicht schlecht. Man merkt sich negative Sachen, man merkt sich positive Sachen. In meinen Augen ist er nahezu neutral und von daher wirklich nicht bemerkenswert. Empfehlung gibt es keine. Ich rate euch aber auch nicht von dem Tabak ab. Wer neugierig sein sollte, ihr könnt ihn euch holen, klar. Also es ist jetzt keiner, wo man sagt, da wird man davon rein, da gibt es andere Tabake, aber er ist aus meiner Sicht gesehen das Geld nicht wert. Aber das mag ein jeder anders sehen. Von daher, in gewohnter Weise, bin ich natürlich auf euer Feedback gespannt. Mich interessiert natürlich schon, wer von euch den Black Vanilla Flake aus dem Hause Planta zum Beispiel eventuell ganz gerne raucht oder ihn vielleicht früher geraucht hat oder wer ihn geraucht hat und ihn zum Beispiel selbst auch verteufelt. Wie gesagt, aus meiner Sicht spaltet er ja die Meinungen. Er polarisiert. Man kann nur sagen, man liebt ihn oder man liebt ihn nicht. Ich denke nicht, dass es Raucher geben wird, die ihn als nur neutralen Tabak betrachten werden. Das war es soweit auch schon zu meinem Review vom Black Vanilla Flake aus dem Hause Planta von Berlin. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch in gewohnter Weise weiterhin viel Spaß mit eurem Pfeifen und mit euren Tabaken. Wir sehen uns definitiv wieder auf meinem Kanal hier. Bleibt mir gesonnen, macht's gut, Happy Puffing und bis zum nächsten Mal. Ciao.